Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Wüstner Kolben, Metallorum, SML Car Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Leulein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung. Herzlich willkommen bei Topspeed und herzlich willkommen in St. Moritz. Und Christian Geisdorfer und ich sind hier für etwas Besonderes, was Ein du schon... tolles neues Team. Genau, weil obwohl wir uns schon einige Jahre kennen, Ja. sind wir noch nie zusammen ein Event gefahren. Und das wollen wir jetzt zum Glück Genau, machen. und ich freue mich riesig und das ist für mich auch, ich sage es ehrlich, eine große Ehre, so mit dem Weltmeister im Auto sitzen zu dürfen. Erzähl die Zuschauer etwas, was uns erwartet. Es ist ein wunderbarer Event, nicht zu sportlich anspruchsvoll. Es werden tolle Straßen gefahren, weil die Gegend bietet sich dafür natürlich an. Aber der Schwerpunkt ist auf gut essen, schön Auto fahren, viel schauen und dann gibt es noch nebenbei so eine sportliche Wertung, die manche sehr ernst nehmen, aber die versäumen auch viel. Darum machen wir das anders. Und es ist das erste Jahr, dass hier Porsches erlaubt sind, weil bisher, wie der Martin gerade vorhin gesagt hat, waren nur italienische Marken am Start. Das heißt Ferrari, Fiat, Lancia, Auto Bianchi. Wir fahren einen 911. Es tut dem Feld sehr gut, Ja. dass einmal ein bisschen frischer Wind hier drin ist. Es sind unheimlich schöne Autos da, so die ganze bunte Palette, was Porsche je produziert hat. Und St. Moritz hört sich schon schick an und wir haben es schon gesehen. Und ich habe noch nie ein Goodiebag, so ein voller Goodiebag gesehen als hier. So, wir gehen jetzt in ein Hotel und da schauen wir mal, was wir alles bekommen haben. Mit St. Moritz als Ausgangspunkt erleben die Teilnehmer der Passione Engadina 2 Tage volle Fahrfreude. Rund 350 Kilometer durch die Schweizer Alpen, gespickt mit Wertungsprüfungen, verbinden den entspannten Charakter mit sportlichen Momenten. Im Kulm Hotel, dem Mittelpunkt der Passione Engadina, stürzen Christian und ich uns auf die Goodiebag. Schau mal, was wir alles haben. Ja. Du hast die Lila rausgesucht. Für Emma. Ja? Das ist nicht meine Farbe, aber es ist die Farbe meiner Frau. So, das ist ja schön. Damit es dir schön warm bleibt um den Julius Popo. Bär ist auch einer der Sponsoren. Ja? Ja? So, schön. Und Lassen sich nicht lumpen. ey, Ey, für in die Garage später. Ein Sonderstück. Großes Ding. Ein Buch von Traumwerk. das ist das wichtig. Hat unser Teamchef gemacht, da bin ich mir sicher. Ja. Das Wichtigste habe ich noch nicht gesehen. Und das ist das Roadbook. Das war in dieser kleinen weißen Tasche. Nein? Da muss noch eine Tasche drin. hier. Ah, ja. Ja, genau. Oh, schau her. Sehr schön. Schick. So. Damit du all deine Kreditkarten gut unterbringst. So, hast du mal jemals so ein Buch gesehen, so ein Routebuch? Des Öfteren, weil ich hier schon oft gefahren bin. Ja, übrigens, wie viele Routebücher denkst du in deinem Leben bist du durchgekämpft? Ich habe es nicht gezählt, aber Sind Hunderte. ich habe alle aufgehoben, die ich in der Rallye-Weltmeisterschaft gefahren bin. Die habe ich heute noch. Wir haben jetzt nichts mehr bis zum Abendessen. Ich würde sagen, erhol dich. Ich schaue, wo Ich unser hoffe, du hast eine T-Shirt... Lederhose dabei, weil heute Abend ist es zünftig. Zünftig, ja. Du hast mir erzählt, heute Abend ist Deutschland-Italien das Thema. Ja. Fußball und Ja. Autos wird dann kombiniert. Und zum Glück, liebe Zuschauer, habe ich als Holländer gar nichts damit zu tun und du doppelt. Weil du hast eine Verbindung mit Italien und du bist Deutscher, immer noch. Gell? Ich Kannst bin du auch Bayer. Bayer, oh ja, Bayer. Feiner Unterschied. Kannst du auch nicht helfen. Ja. Wir sehen uns. Ich überlasse dir alles, gell? Ja. Ciao. Danke, ich räume auf. bis Ich gleich. räume auf. Auf dem Gelände des Kulm Country Club reiht sich ein Klassiker an den nächsten. Jeder schöner als der andere. Und mittendrin suche ich Sven Büssow, unser Teamchef an diesem Wochenende. Hey Sven, jetzt schon schön hier, gell? Absolut, also beeindruckend. Die Autos, das Line-Up hier, das ist einfach grandios. Aber ich habe gehört, du warst schon früh hier, weil du hattest viel zu tun. Ja, das stimmt. Ich habe die Autos abgeladen, das heißt, die sind vorhin ja extra gekommen. Aber Autos, es Ja, gibt zwei. Den, Genau, Ja? zwei.
ein 356er Genau. und es gibt den 935er. Aber warum genau hier für euch? Wir waren hier noch nicht. Aha. Ganz einfach. Und Traumwerk on Tour war zum Beispiel auf einer Tuning-Veranstaltung, war auf einer Messe. Und Ja. St. Moritz natürlich, wo das Mekka der edlen Autos ist, da wollten wir uns auch mal blicken lassen. Heute ist eigentlich alles gemacht. Genau. Heute Abendessen. Dann, ich habe gedacht, Sie haben da auch ein besonderes Thema. Deutschland, Italien, Genau. Fußballmatch und so weiter. Was glaubst du, was wird's? Ja, 2-0 für Deutschland. ich behalte mich da bedeckt. Ich sage da lieber nichts zu. Heute Abend noch essen und dann morgen geht's los. Ich freue mich drauf. Danke. Der Kuhn Country Club voll mit Klassikern und am Abend ein gemeinsames Dinner. Besser kann man den ersten Tag der Passione Engadina kaum beenden. Am nächsten Morgen rollen die Klassiker zur ersten Etappe von Soleil nach Lenzerheide. Rund 240 Kilometer liegen vor uns mit Pässen und Prüfungen, die nicht auf Tempo, sondern auf Präzision setzen. Ein Start, der die Mischung aus Genuss und sportlichem Anspruch der Passione Engadina spürbar macht. Auch in unserem Auto ist die Stimmung entspannt, sehr entspannt. Ich habe ein bisschen Urlaubsgefühl. Du? Ja, mich friert es im Moment, wenn ich da sehe, Schlägt dass Schnee. es hier Neuschnee gegeben hat. Ai, 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 ai. Aber du kennst diese Gegend sehr gut, gell? Ja, ich war als Jugendlicher schon sehr viel zum Skifahren hier Ja, ja. und ja, bin jedes Jahr eigentlich fast immer wieder da. Und mir gefällt es hier sehr, sehr gut, weil tolle Natur, tolle Straßen, tolle Skigebiete. Also Wie ging das früher? Mit Rallyes, dann hat man Reconnaissance, hat man ein paar Tage vor Ort. Aber habt ihr es dann vorher noch öfter gemacht oder habt ihr trainiert und in welcher Form? ja, wir haben auf jeden Fall mal unseren Aufschritt gemacht. Das heißt, jede Kurve aufgenommen bei normalen Tempo. Ja. Und da ist die Schwierigkeit, das einzuschätzen, wie schnell das beim Wettbewerb geht. Und da machst du deine Aufzeichnungen, drehst um, fährst es nochmal, korrigierst es Ja. und fährst dann weiter. Also das ist ziemlich zeitaufwendig, weil damals die Rallyes sehr lang waren. Also eine Rallye Monte Carlo war 4000 Kilometer, davon waren 1100 Kilometer Sonderprüfung und teilweise sehr lange Prüfungen, 50, 60 Kilometer. Und bei Schnee und Eis ist die Anforderung natürlich extrem hoch. Wie ist das jetzt? Weil du hast deine Routebücher selbst geschrieben, mit Bleistift oder mit Kugelschreiber, korrigiert, nochmal geschrieben. So alles war das Handwerk. Im Vergleich mit jetzt, geht das jetzt immer noch so? Das ist immer noch gleich geblieben, weil die Japaner haben natürlich mal probiert, das Gebetbuch, das also genau die Streckenaufzeichnungen wiedergeben soll, elektronisch zu machen. Hat natürlich nicht funktioniert. Also ist das normale Gebetbuch bis heute aktuell. Ja. Man braucht immer noch einen Beifahrer und So, da hat KI keine Chance. da fehlt die Flexibilität. Ja? Und ja, es passiert immer was, ein Dreher oder Ja, genau. ja, dann ist das System schon mal wieder tot. So, ich hab noch Chancen. Also kannst lebende dich Beifahrer entwickeln. bei dir, ja genau. Wie tue ich es bis jetzt? Alles perfekt. Wir haben es sehr schön, weil wir fahren nach einem guten Roadbook. Ja, Da ist absolut, alles ja. drin. Und Ich habe nur einen kleinen Fehler gemacht. Aber da hattest du Schuld. Ich habe den Fehler gemacht, aber du hattest Schuld. ich habe immer Schuld. Die Passione Engadina führt durch das Engadin mit seinen weiten Tälern, klaren Seen und beeindruckenden Pässe. Eine Landschaft, die jede Fahrt zu etwas Besonderem macht. Mitten in den Alpen zwingt uns eine Ampel wegen Bauarbeiten zum Halt. Doch unser Gespräch geht weiter. Über den Unterschied zwischen Rallyes auf Speed und Veranstaltungen wie diese. Es ist ja hier, ich nenne das so ein bisschen despektierlich, Schlauchhüpfen. Weil früher sind wir auf Speed gefahren Ja. und jetzt kämpfen wir uns mit 24 km/h. Du bist von fast Schlauch eingeschlafen. Zu Schlauch.
Ich Aber muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Rennfahrer gesehen, der gerne 100 Meter in 16 Sekunden fährt. Aber ich habe großen Respekt, Ja, ja. zum Beispiel wie der Vesco, der also jetzt Ja, ja. 6-mal die Mille Miglia gewonnen hat, der ja auf 300stel genau fährt, nicht nur auf Zehntel. Und am Ende der Mille Miglia liegen die ersten 3, 5 Sekunden auseinander. Ja, Der das Wahnsinn. ist Ja, ja. absoluter Wahnsinn. Und Mille Miglia sind 140 so Prüfungen. Also plus 6 Durchschnittsgeschwindigkeitsprüfungen. Also hohe Hochachtung. Ja. Ich weiß aber auch, was der Andrea Vesco trainiert, Ja. um das so machen zu können. Ganze Jahr, jede Woche. Und Ja. das ist. Ja. Mir würde der Nerv dazu Aber- fehlen. Wenn man sieht, wir haben nicht trainiert, wir machen es auch gut. Locker aus der Hüfte. Das Engadin zeigt sich heute von seiner rauen Seite. Ein Panorama, bei dem ich aus dem Staunen kaum herauskomme, weil hinter jeder Kurve ein noch schönerer Ausblick wartet. In der Mittagspause zeigt sich, dass ich mit meiner Begeisterung nicht allein bin. Das ist nicht nur eine tolle Veranstaltung, das ist einer der besten Events im Jahr, weil es sensationell organisiert ist, das Umfeld stimmt, die Teilnehmer stimmen und dieses Jahr haben wir das erste Mal mit Porsches dabei. Deswegen sind wir auch mit unserem Porsche hier und nicht wie sonst mit einem Landschaft Fulvia Saccato. Es ist eine wahnsinnig herzliche Veranstaltung. Es sind unfassbar nette und offene Leute mit dabei, sehr interessierte Leute und eine wunderschöne Fahrzeugauswahl. Und ich muss sagen, dass ich es mega finde, dieser Mix zwischen Deutsch und Italienisch gab es, glaube ich, so noch nie. Vor allem nicht in St. Moritz und ich finde es wahnsinnig gut. Ja, ich liebe die Region, ich liebe Graubünden und St. Moritz im Speziellen. Und durch die Rallye bekommen wir hier nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Wir lieben Porsche, wir dürfen Ferrari und Alfa Romeo und Lancia erleben. Dieses Wechselspiel hat einen eigenen Zauber. Also das sind tolle Momente, eine tolle Veranstaltung und wir sind wirklich happy, hier zu sein. Also bei uns im Auto ist es so, die Passione Engadina macht meine Frau die Co-Piloten und da das eine hochintelligente, mathematisch begabte Dame ist, ist das sauber vorgeplant. Ich bekomme dann geschimpft, wenn ich zu schnell, zu langsam oder zu unkorrekt fahre. Aber es macht Spaß miteinander und die Ehe ist nicht gefährdet. Mit meinem Papa zu fahren ist das absolut Beste, weil bei einer Vater-Tochter-Beziehung nimmt man kein Blatt vor den Mund. Und da kann man sich auch mal richtig schön geben und sehr ehrlich miteinander kommunizieren. Ich finde es super. Man sagt ja, man soll eine Rallye fahren, bevor man eine Frau heiratet. Ja, das kann man sich ja noch überlegen, aber die Tochter ist nun mal da und was da im Auto sich abspielt, das muss man halt über sich ergehen lassen. Wenn man Glück hat, geht's gut, aber los kriegt man die Tochter ja nie und das ist auch gut so. Du, was ich gerade gesagt habe über meine Frau, solltest du nicht veröffentlichen. Sonst habe ich wieder eine harte Zeit, aber damit könnte ich auch noch leben. Für Christian und mich stehen das Fahren selbst und die großartigen Ausblicke ganz oben. Aber es gibt auch Aufgaben zu bewältigen. Und die bestehen aus kurzen Schlauchprüfungen, bei denen es am Ende nur auf eines ankommt: Präzision. Auch bei dieser Rallye haben wir Wertungsprüfungen und wir fahren jetzt Schlauch. Einmal 9 Sekunden, 8 Sekunden, 52 Sekunden und zweimal 11. Und das Einzige, was mir zu tun ist runterzählen. Und jetzt bist du dran, gell? Wir werden das hinkriegen. Einmal von Schlauch zu Schlauch hüpfen. Alles, was heute schiefgegangen ist, war mein Fehler, aber jetzt bist du dran. Ich nehme die Hälfte auf mich. So, Achtung. Und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 51, 52. 11 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11. So. Ich glaube, das war nicht schlecht. Das heutige Ziel und das Abendevent finden auf dem Flugplatz von St. Moritz statt, wo übrigens nur Privatjets landen dürfen. Hier erwartet die Teilnehmer eine Le Mans Show und ein Dinner, zubereitet von mehreren Sterneköchen. Klassiker glänzen im Rampenlicht, während 5 Michelin-Sterneköche den Abend in ein kulinarisches Highlight verwandeln. Und ganz überraschend treffen wir auf den Künstler und Freund unserer Show, Bastian Zöllner, dessen kunstvolles Motiv als Markenzeichen dieser Passione Engadina dient und die klassische Eleganz perfekt verbindet. Er ist nach St. Moritz gekommen, um seine Kunstwerke den Teilnehmern zu zeigen und damit genau dem Publikum, das zu seiner Kundschaft passt. Ja, ist für mich ein tolles Erlebnis, hier auszustellen. Und gerade noch die Verbindung Italien und das deutsche Fahrzeug, was natürlich auch ich sehr viel auch in Porsche-Thematik stecke und das Ferrari und Porsche zusammenzubringen. Ja, sieht man auch in meinen Ausstellungswerken hier. Passt super zusammen, tolles Ambiente hier. Ja, es macht einfach Spaß, da zu sein. Ja. Also ich bin tatsächlich heute erst angereist für die tolle Veranstaltung hier, für das Abendprogramm, einfach um ein bisschen mich zu präsentieren, meine Gemälde zu zeigen, ein bisschen Live-Painting zu machen, nette Leute kennenzulernen, tolle Autos zu sehen und ja, reise dann auch heute schon wieder ab, weil im Atelier schon wieder Arbeit auf mich wartet und so geht es immer weiter und weiter bis zur nächsten Veranstaltung und die nächsten tollen Leute zu treffen. Und natürlich hoffe ich auch, dass ich hier nicht nur nette Leute, sondern auch Kunden und Interessenten für meine Gemälde treffe und ja, da sicherlich auch für mich auch das lukrativ auch. Am zweiten und letzten Tag rollen wir entspannt los. 110 Kilometer stehen im Roadbook. Buongiorno. Es ist doch viele Leute, die früh aufstehen und sich die Autos anschauen, gell? Ja. Kreisverkehr gehen wir rechts. Heute führt die Route über den Bernina Pass ins Val Poschiavo und zurück nach St. Moritz. Und in aller Frühe frage ich Christian nach dem Beginn seiner Karriere. Ich habe 72 für meine Bank, wo ich damals gearbeitet habe, als Belohnung bei den Olympischen Spielen in München am Gelände arbeiten dürfen. Weil damals war ja noch die Zeit, wo jedes Land seine eigene Währung hatte. Also hatten wir eine Wechselstube auf dem Gelände für die Aktiven. Wie alt warst du? Da war ich 20. Ja. Und da habe ich das erste Mal von Walter Röhrl in der Zeitung gelesen. Ja. Hat mich irgendwo fasziniert, aber er ist ja nicht nach München gekommen, weil er am letzten Tag da in Plattling ausgefallen ist mit seinem Ford Capri. Aha. Und ja, das war so mein erster Kontakt direkt zum Rallye-Sport. Ja, und in dem Automobilclub, wo ich in München war, waren natürlich viele, die selbst fahren wollten und immer Beifahrer gesucht haben. Ja. Und so habe ich mir also das dann einmal ein bisschen erklären lassen, habe das dann auch gemacht, habe dann auch sehr schnell festgestellt, dass es da sehr viele Dinge zum Verbessern gibt. Ja. Da war doch Luft nach oben. Da war sehr viel Luft nach oben. Eine Karriere als Rallye-Weltmeister wächst nicht über Nacht und deshalb will ich von Christian wissen, wie lange es gedauert hat, bis er wusste, dass es mehr drin gab. Aber wie lange hat das gedauert, bevor du wusstest, hey, da könnte ich vielleicht mehr Erfolg haben? Ja, das war dann 75, bin ich mit einem Clubkollegen deutsche Rallye-Meisterschaft gefahren. Da gab es also einen Pokal für Nachwuchsleute. Und wir haben dann bis zum Schluss geführt, sind dann Zweite geworden, ex aequo. Und da bin ich aufgefallen, dass ich als Beifahrer sehr gut funktioniere. Und dann hat mich der Walter Smolaj angesprochen, ob ich mit ihm bei Irmscher Deutsche Rallye-Meisterschaft fahren will. So bin ich 76, semi-werkseitig. So innerhalb von 2 Jahren dann? Ja, bin ich schon im Semi-Werksauto gesessen. Ja. Und ich hatte immer Kontakt mit dem Walter
Der hat mich dann angerufen, mit ihm San Martino di Castrozza zu fahren auf seinem eigenen Porsche. Ja. Und so ging das dann sehr schnell. Einer der größten Erfolge in den Karrieren von Röhl und Geisdorfer war der Sieg während der Nacht von Aganil, in der beide für Rallye-Fans unsterblich wurden. Der zweite war auf der Prüfung, war Björn Waldegard mit dem Mercedes, das ist auch kein Nasenbohrer. Der war im 4 Minuten 50 hinten dran. Ja. Und die Prüfung ist dann 3 Stunden später nochmal gefahren worden im Nebel. Und dann waren wir immer noch 3 Minuten 40 schneller wie er. Also das zeigt schon, wir haben das... Du hast das alles auch sehr gut beschrieben in deinem Buch Walter und ich, gell? Ja. Wenn man das, weil das ist für die Zuschauer, die das jetzt sehen, ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk oder was noch. Kann man's? Ja, es ist leider ausverkauft. Echt? Ja, das ist eines der bestverkauften Sportbücher, die wir in Deutschland je hatten. Aber jetzt noch nicht Zeit für eine neue Ausgabe? Ja, aber wir haben das Problem, der Verlag ist verkauft worden. Ja. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten, dann habe ich das Recht, die Rechte am Buch wieder zurückzubekommen, dann mache ich selber eine neue Nur noch ein Auflage. paar Weihnachten warten. Und dann Ein Weihnachten noch. ein Weihnachten noch. Auf dem Rückweg nach St. Moritz wartet noch eine Wertungsprüfung. Eine Gelegenheit zu zeigen, dass wir in 2 Tagen wirklich zu einem Team geworden sind. Konzentration und jetzt! 1, 2 bis 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gut gemacht, Herr Geisdörfer. Und wir fahren die T-Kreuzung rechts. Die Passione Engadina hat uns in 2 Tagen über 350 Kilometer durch die Schweizer Alpen geführt. Vorbei an Seen, Pässen und Tälern und mit Wertungsprüfungen, die Konzentration und Präzision verlangten und zugleich den Spaß nie zu kurz kommen ließen. Und zurück in der Altstadt von St. Moritz blicke ich mit Christian und Sven gemeinsam auf ein außergewöhnliches Wochenende zurück. Das war dein erster Rallye als Teamchef. Ja, das stimmt. Und wir haben im Auto, wir haben nur genießen können, aber du hast auch arbeiten müssen. Ja, arbeiten, aber ich bin froh, dass alles so gut abgelaufen ist. War eine lange Vorbereitung, fast ein Jahr. Und für mich einfach viel Leidenschaft. Und ich möchte dir bedanken für die tolle Gespräche im Auto, die wirklich die 2 Tage, die sind vorbei, bevor ich es gewusst habe, weil wir kennen uns eigentlich auch sehr gut, aber wirklich Zeit miteinander, weil wir haben immer was zu tun. Und jetzt hatten wir stundenlang und ich habe deine Geschichte genossen. Ja, wir haben ja eine gemeinsame Leidenschaft. Ja, das stimmt. Das nennt sich Porsche. Genau. Und mit allen Facetten. Und das ist ein Bindeglied, das so stark ist, über Generationen gehen kann. Und das ist einfach eine tolle Geschichte. Freut mich sehr. Danke Hans-Peter Porsche Traumwerk, danke Christian. War mir ein Liebe Sven. Vergnügen. Dankeschön. Bitte endest du Topspeed für uns im Stil. Danke, liebe Zuschauer. Liebe Zuschauer, wir verabschieden uns hier aus St. Moritz. Es war ein wunderbarer Event. Ich freue mich auf nächstes Jahr. 2026 steht es wieder an. Und sind Sie mit dabei, denn es ist super hier. Und Sven, Ende von Topspeed. Danke an die Zuschauer. Ja, vielen Dank an die Zuschauer und es war wieder grandios. Jede Folge mit dir ist einfach, macht viel Spaß. Vielen Dank. Das finde ich nett von dir. Dankeschön. Wir gehen tanzen. Ja, genau. Du auch. Hast du den Tanzschuh an? Nein, bayerische Eiche bewegt sich nicht. Topspeed is powered by Voogtman und Herold, Wüstner Kolben, Metallorum, SML Car Group, Hans-Peter Porsche Traumwerk, Leulein Classics und die Württembergische. Ihr Fels in der Brandung.